Während unseres Sommerurlaubs in Südtirol entdeckten wir im Vinschgau eine wunderschöne Modellbahnanlage. Nicht nur was für Regentage. (2009) stellte der Besitzer des Hotels Hanswirth in der Gemeinde Rabland, ein paar Kilometer westlich von Meran, die sehenswerte Anlage in seinem Stadel der Öffentlichkeit vor. In nur 3 Jahren Planungs- und Bauzeit und dem Ausbau des Stadels entstand en miniature die Landschaft zwischen Brenner und Malz. Möglich wurde dies durch einen Urlauber, der nicht nur die Idee hatte, sondern auch gleich seine umfangreiche Modellbahnsammlung zur Verfügung stellte. Ein Verein begeisterter Modellbahner war schnell gegründet und in der autonomen Provinz Bozen ein erster Partner gefunden, der das Projekt finanziell unterstützte. Inzwischen sind wir in Bozen angekommen. Am liebsten würde man jetzt die Seilbahn nach Oberbozen besteigen. Das braune Gebäude in der Bildmitte ist die Talstation. Mit der Modellbahn kein Problem. Man fühlt sich gleich wie im Urlaub und als säße man drin. Der Bahnhof Globenstein, davor die Druckwasserleitungen zum Kraftwerk Kartaun. Und natürlich die Erdpyramiden am Ritten. Bei Terlan und der Burgruine Neuhaus, auch Burg Maultasch genannt, sind wir schon im Etschtal angelangt. Wer kennt es nicht? Schloss Trautmannsdorf, das Feriendomizil von Sissi, der Kaiserin von Österreich-Ungarn. Damit sind wir schon in Meran mit seiner Pferderennbahn. Der moderne Triebwagen der Vinschgaubahn nimmt uns mit hinauf nach Malling, Töll und weiter nach Rabland, dem Standort dieser größten Modellbahnanlage Italiens. 300 Quadratmeter feinste Modellbaukunst. Hier in Töll ist eines der Wasserkraftwerke nachgebildet. Sie nutzen das Gefälle der Etsch, immerhin 200 Meter, zur Stromerzeugung. Mit Knopfdruckaktionen lässt sich so einiges bewegen. Hinten links Schloss Juval, inzwischen Wohnsitz von Reinhold Messner. Mit der großen Schleife bei Schlanders werden weitere Höhenmeter erklommen.
Diesen riesigen stillgelegten Kran finden wir in Laas und auf der Modellbahn. Allerdings scheint es hier eher eine Mischung aus altem Stahlgerüst und der modernen Konstruktion zu sein. Hier wird feinster Marmor produziert und in alle Welt verkauft. Und das mit Hilfe eines Gefährts, das aus der Zeit gefallen scheint. Diese urige Bahn holt Marmorblöcke ab, die hoch oben in den Bergen gebrochen werden. Eine Standseilbahn bringt sie ins Tal. Ein historischer Dampfzug bringt uns ans Ende der Vinschgaubahn nach Mals. Der Tunnel hinter dem Bahnhof wurde in Wirklichkeit nie gebaut. Auf der Modellbahn ist er für den Betriebsablauf allerdings notwendig. Ganz so abwegig ist seine Darstellung allerdings nicht. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zahlreiche Pläne für einen Weiterbau der Strecke über den Reschenpass als Verbindung zwischen dem Vinschgau und der Arlbergbahn und damit einen Anschluss an das schweizerische Schienennetz. Zwischen den Weltkriegen wurden kleinere Abschnitte gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Für die modernen Triebwagen kein Problem. Der Fahrer wechselt einfach den Führerstand und fährt zurück. Für die Dampfloks allerdings musste eine andere Möglichkeit gefunden werden. Drehscheibe oder Wendestern. Der war billiger und Platz genug war ohnehin vorhanden. Wir wechseln die Perspektive. Noch heute kann er für Nostalgiefahrten genutzt werden. Die Dampflok ist ein Stück in den Tunnel hineingefahren, kommt zurück und beginnt ihre Sägezahnfahrt vorbei am Wasserturm. Die weiteren Manöver kann man leicht verfolgen. Das Hin und Her verlangte dem Lokführer viel ab, aber es mussten keine Weichen gestellt werden. Man hatte Rückfallweichen eingebaut, wie auf der Modellbahn.
Il a laissé un morceau de train et il y a que la locomotive qui est partie. Mit dem Nachkriegstriebwagen geht's zurück und es endet eine spannende Zeitreise.